Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr richtig leckere türkische Teigtaschen machen könnt. Poğaça. Als erstes mischt ihr die Hälfte der lauwarmen Milch mit der Hefe und der Hälfte des Puderzuckers zusammen und lasst das erstmal für 5 Minuten ruhen. Dann kann die Hefe schon mal anfangen zu arbeiten. Danach gebt ihr den Rest der Milch, den Rest des Puderzuckers, das Öl, das Mehl, aber nicht alles davon und nach dem Mehl das Salz dazu, da sich das Salz und die Hefe direkt nicht so gut vertragen. Und das alles knetet ihr dann zu einem schönen Teig. Während dem Kneten immer mal wieder Mehl dazugeben, bis der Teig sich anfühlt wie euer Ohrläppchen, dann ist er fertig. Es ist wichtig, dass ihr nicht sofort das ganze Mehl benutzt, da es jedes Mal variiert, wie viel Mehl der Teig benötigt. Und wenn der Teig zu trocken ist, kann man es nicht mehr ändern. Wenn ihr damit fertig seid, teilt ihr den Teig in 2 Hälften und legt jeweils eine Hälfte in eine eingeölte Schüssel und lasst sie zugedeckt für 1 Stunde ruhen. Am besten heizt ihr den Ofen auf 50 Grad vor, schaltet ihn aus und lasst den Teig im warmen Ofen ruhen. Für die Kartoffelfüllung werden die Kartoffeln geschält, klein geschnitten und dann gekocht. Die Zwiebeln und der Knoblauch werden auch klein geschnitten und mit ganz viel Olivenöl und Paprikamark oder Tomatenmark angebraten. Mit dem Öl nicht sparen, da die Füllung sonst zu trocken wird. Für beide Füllungen zusammen wird ein Bund Petersilie geschnitten. Wenn die Kartoffeln fertig sind, zerstampft ihr sie mit einer Gabel, aber nicht zu einem Brei, es sollten immer noch kleine Stückchen drinnen sein. Wenn ihr damit fertig seid, gebt ihr die Zwiebeln, die Petersilie und die Gewürze dazu und rührt gut um.
Für die Schafskäsefüllung braucht ihr nur Schafskäse oder wenn ihr auch wollt Feta-Käse. Diesen zerstampft ihr auch wieder mit einer Gabel und gebt noch Petersilie dazu. Hier braucht ihr keine Gewürze. Wenn der Teig fertig geruht hat, teilt ihr diesen in etwa 11 oder 12 Teile. Ich habe sie abgewogen, ich bin bei etwa 70 Gramm pro Stück gewesen, ihr könnt aber auch 65 Gramm pro Stück machen. Danach formt ihr die Teigstückchen zu Kugeln. Dafür nehmt ihr die Ränder des Teiges und drückt sie in die Mitte für eine glatte Oberfläche und rollt den Teig auf dem Tresen für die runde Form. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr eine Teigkugel und deckt die anderen zu, da sie sonst austrocknen. Und drückt diese Teigkugel dann zu einem flachen ovalen Kreis, befüllt diesen dann etwa mit einer Gabel der Kartoffelfüllung und verschließt die Ränder in der Mitte. Danach wendet ihr die Teigtasche einmal und drückt sie noch etwas platt. So habt ihr dann eine typische Porcher-Form. Das gleiche macht ihr auch mit der zweiten Hälfte des Teiges und mit der Schafskäsefüllung. Wenn ihr damit fertig seid, müssen die Teigtaschen noch ein letztes Mal für 15 Minuten zugedeckt ruhen. Für die schöne Farbe der Porcher mischen wir ein Eigelb mit 2 Esslöffel Milch zusammen und bestreichen die Teigtaschen sehr großzügig damit. Um zu unterscheiden, in welcher Teigtasche welche Füllung ist, habe ich auf die Kartoffelporcher schwarze Kümmel gestreut und auf die Schafskäse-Porcher Sesam. Dann nur noch in dem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 22 Minuten backen und schon sind eure Porcher fertig. Guten Appetit!